In diesem Märklin-Erklärvideo zeigen wir Ihnen, wie Sie Weichen und Signale mit Ihrer Mobile Station steuern und einrichten. Normalerweise steuern Sie mit der Mobile Station die Fahrgeschwindigkeit von Lokomotiven. Sie können mit der Taste rechts oben umschalten und damit aber auch Magnetartikel steuern. Jetzt haben Sie ein Keyboard mit den Tasten von 1 bis 320. Sie können nach rechts klicken oder nach links klicken, um die Adressen auszuwählen. Manchmal ist es auch schneller, nach links zu klicken, um zu einer höheren Zahl zu kommen. Wenn Sie die richtige Adresse gewählt haben, können Sie den Magnetartikel rot oder grün schalten. Bei einem Signal wäre das rot oder grün, bei einer Weiche rot rund oder grün gerade. Die richtige Adresse müssen Sie jetzt noch über den DIP-Schalter auf Ihre Magnetartikel einstellen. Bei den Weichen ist dieser DIP-Schalter unten auf dem digitalen Weicheneinbaudecoder. Bei den Signalen, zum Beispiel dem Flügelsignal, finden Sie den DIP-Schalter am unteren Ende des Signals. Auch hier können Sie mit einem Schraubenzieher den DIP-Schalter verändern, um die richtige Adresse zu programmieren. Ähnlich ist es bei den MFX-Lichtsignalen von Märklin. Auch hier gibt es auf dem Decoder einen DIP-Schalter. Hier unten ist das kleine Mäuseklavier und Sie können auch hier mit einem Schraubenzieher die richtigen Einstellungen vornehmen. Wenn Sie einen Mehrfachdecoder für Weichen oder Signale verwenden, wie den M83 oder den M84, finden Sie das Mäuseklavier mit dem DIP-Schalter links oben an der Seite. Welche Tasten Sie jetzt mit einem kleinen Schraubenzieher nach oben schieben müssen, erfahren Sie in der Gebrauchsanweisung. Bei der Mobile Station und dem Decoder muss aber das gleiche Digitalformat wie für die Magnetartikel-Decoder eingestellt sein, also entweder in beiden Fällen MM oder DCC. Diese Einstellung gilt dann für alle Magnetartikel-Decoder, die an dem System verwendet werden. Bei den Decodern schalten Sie über den Taster 10 zwischen MM und DCC um. Welchen Taster Sie für welche Adresse drücken müssen, steht wie gesagt in der Gebrauchsanweisung. Hier zum Beispiel für die Adresse 5 wäre es der Schalter 1 und der Schalter 3, den Sie nach oben schieben müssten. Also nehmen wir die Weiche und schalten den Schalter 1 und 3 nach oben, um der Weiche die Adresse 5 zu geben. Jetzt müssen Sie die Weiche nur noch an den Strom anschließen und in das Gleis einbauen und können mit der Taste 5 die Weiche auf rund oder gerade schalten. Ähnlich funktioniert das mit den Lichtsignalen von Märklin. Hier können Sie die Adresse jetzt auch unten auf der Decoderplatte einstellen. In der Gebrauchsanweisung steht drin, welchen Schalter Sie nach oben schieben müssen, um zur richtigen Adresse zu kommen. In diesem Fall lassen wir die Adresse auf 1, wie es im Lieferzustand der Fall war. Jetzt können Sie auf der Mobile Station im Keyboard die Adresse 1 wählen und das Signal schalten. Ja, und wie Sie jetzt Magnetartikel wie Weichen und Signale und Lokomotiven mit 2 Mobile Stations auf einer Anlage bedienen können, das zeigen wir Ihnen im nächsten Erklärvideo.